Man muss sich das mal vorstellen, in dem Papier heißt es, es gibt systemdienliche Industrie und nicht systemdienliche Industrie. Mhm. Systemdienlich sind die, die sozusagen wie die Grünen so ein bisschen Eier Popeye dann produzieren, wenn der Wind kommt. Und die anderen, die sind systemfeindlich. Sie passen nicht in die Zukunft von Bullabü. Stell dir vor, die Energiepolitik könnte das Rückgrat unserer Industrie brechen. Ist Habecks Plan ein riskantes Spiel mit Deutschlands Zukunft? Fritz Warenhold enthüllt die harten Fakten. Schaut es euch bis zum Schluss an, es ist der absolute Wahnsinn. Los geht's! Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen aktuellen Video hier auf Apollo News. Wir sprechen heute über ein Papier, das gerade natürlich die Öffentlichkeit sehr bewegt, unter dem unscheinbaren Namen Strommarktdesign der Zukunft von Robert Habeck. Darüber wollen wir heute sprechen mit Professor Fritz Fahrenhold. Er war Hamburger Umweltsenator der SPD, ist Chemiker und einer der prominentesten Kenner und Kritiker der deutschen Klima- und Energiepolitik. Herzlich willkommen, Herr Fahrenhold. Ja, Herr Mannhardt, grüß Sie. Und wie immer wird Ihnen diese Sendung präsentiert von Hörner, Ihrem treuen Partner von Apollo News. Herr Fahrenhold, Sie haben in Ihrem Newsletter, kann man sehr empfehlen, fahrenhold.net, ja dieses Thema, dieses Strommarktdesign der Zukunftspapier von Robert Habeck auch intensiv schon auseinandergenommen und haben damit ja auch viel Medienberichterstattung auch ausgelöst. Vielleicht zum Anfang, was ist der Kern dieses Papiers? Ja, es ist so unscheinbar, es daherkommt. Es ist wirklich der ultimative Versuch der Grünen, uns vorzuschreiben, wie wir arbeiten und leben und wie wir wirtschaftliche Tätigkeit in Deutschland zu betreiben haben. Der Ausgangspunkt ist folgender. Auch bei den Grünen hat sich jetzt mittlerweile herumgesprochen, dass nachts die Sonne nicht scheint und dass der Wind eben an 130 Tagen des Jahres nicht weht. Und im Dezember die Sonne nur zu 2%, die Solardächer nur 2% Strom produzieren. Und jetzt haben sie ein Problem, dass sie natürlich wissen, dass teilweise zu viel produziert wird, dann, wenn die Sonne scheint und dann nachts eben gar nichts produziert wird. Und jetzt haben sie eine geniale Idee und sagen, na, wir machen einfach Folgendes. Wir krempeln das System der Netznutzungskosten so um, dass die Industrie doch möglichst dann produzieren sollte, wenn die Sonne scheint und wenn der Wind weht. Und jeder Zuhörer wird merken, das ist schon ein ziemliches Märchen, denn wir haben alleine 400 Unternehmen in Deutschland, die rund um die Uhr produzieren. 24 Stunden, 7 Tage lang. Dazu gehört die gesamte chemische Industrie mit 500.000 Arbeitsplätzen. Ja, dazu gehört die ganze Metallindustrie mit 460.000 oder Automobilindustrie. Ja, das läuft rund um die Uhr. Und jetzt möchte Habeck aber die Netzkosten so strukturieren, dass er einen Anreiz bietet, dass dann, wenn kein Wind weht und der Strom knapp ist, dass doch bitte die Industrie ihre Stromnachfrage reduziert und ihre Tätigkeiten dahin verlagert, wenn dann der Wind kommt und die Sonne kommt. Und jeder, der ein bisschen von der Realität des produzierenden Gewerbes in Deutschland hat, weiß, dass das natürlich absolut möglich ist und am Ende dazu führt, dass diese Industrie Deutschland verlässt. Ich will es mit konkreten Zahlen belegen. Die Netzkosten heute für die Industrie, die rund um die Uhr den Strom bezieht, werden begünstigt, weil das auch richtig ist, wenn ich das Netz zu 7.000 Stunden von 8.000 Stunden in Anspruch nehme, habe ich ja eine viel bessere Auslastung und dadurch kann ich natürlich auch die Netzkosten auf viel mehr Kilowattstunden verteilen. Also bekommt unsere Grundstoffindustrie, Kupfer, Stahl, Glasindustrie, Papierindustrie, einen Rabatt von 80%. Das heißt, die Netznutzungskosten, die 4 Eurocent pro Kilowattstunde ausmachen, kosten diese Betriebe nur 0,5 Eurocent. Das ist auch richtig so.
Jetzt will er das aber nicht mehr. Jetzt sagt er, jetzt müssen die bitteschön auch die volle Gebühr bezahlen und sollen diejenigen begünstigt werden, die, wie gesagt, dann produzieren, wenn Wind und Sonne ist. Wenn man das jetzt ausrechnet, 3,5 Eurocent, dann kann man sagen, ist die Grundstoffindustrie in Deutschland tot. Also Kupfer, Zink, Glas kann man nicht mit 4 Eurocent mehr machen. Das wird am Ende scheitern. Und es zeigt mir eben, ähm, wie völlig abgedreht, ja, die Politik immer noch weiter verfolgt, ihre spinnerte Idee zu glauben, mit schwankender Erzeugung von Sonne und Wind könnte man eine Industriegesellschaft wie die deutsche rund um die Uhr versorgen. Und das ist jetzt sozusagen die letzte Möglichkeit, diese Idee zu retten, indem man sozusagen die Anreize setzt, dass sie doch bitteschön, so wie in Bullabü, wir produzieren nur, wenn die Sonne scheint. Man muss sich das mal vorstellen, was das für die Arbeitnehmer bedeutet. Ja, ich Ja. meine, schicken wir die nach Hause dann oder kommen die 3 Tage später? Es ist so absurd. Und das Schlimme ist, das wird nicht im Parlament diskutiert, sondern es wird auf einer nachgeordneten Behörde der Bundesnetzagentur jetzt vorgeschlagen. Es soll dann eine Anhörung geben, die gibt es jetzt. Die Industrie kann dazu Stellung nehmen. Alles jetzt schön in der Sommerpause, dass es auch kein Aufsehen gibt. Und es wird dann zum 1.1.25, Entschuldigung, in Kraft treten. Nein, 26, 1.1.26. 1.1.26. Denn das ist die große Hoffnung. Vorher gibt es nämlich noch was und das ist eine Bundestagswahl. Jetzt steht ja in diesem Papier selbst vollständiger Umbau der Energieversorgung, steht da drin, und das betreffe dann auch die gesamte Volkswirtschaft, die gesamte Gesellschaft. Da wird eigentlich das System umgestellt von, früher gab es einen Bedarf und da wurde jedenfalls in der Theorie danach ausgehend irgendwie dann ein Kraftwerk hoch oder runter gefahren. Und jetzt wird es eigentlich umgedreht. Das ist ja eigentlich schon fast die Systemfrage, die da gestellt wird in diesem Papier, so ganz abseits der Parlamente, ganz lapidar. Das ist eine Kampfansage an die Industriegesellschaft. Das ist eine Kampfansage an die Industriegesellschaft und da steckt dahinter ein Antikapitalismus, ein Anti-Industrialismus und am Ende eine Kampfansage an den Wohlstand. Denn ich meine, wir haben mit immerhin fast einem Viertel unseres Bruttosozialproduktes, der von der Industrie erzeugt wird, eben einen Wohlstand erzeugt, der offenbar den Grünen nicht mehr so viel bedeutet. Dahinter steckt natürlich ohnehin eine Geringschätzung von Industrie. Wenn man so ein Bild hat von der Industrie, das ist Old Economy. Ne? Das hat es ja auch mal im Bundestagsausschuss gegeben. Frau Kotting-Uhl hat gesagt, das ist Old Economy. Ja? Wir produzieren nur noch, wenn das Angebot da ist. Also Nachfrage, Grundlast ist alles langweilig, ist von gestern. Ja, aber die Lebenswirklichkeit der Menschen, die ist eine ganz andere und nicht diejenige, die man sich so vorstellt, ja, klar, wenn man sich nur noch Lastenfahrräderproduktion, die kann man auch mal eine Woche unterbrechen. Aber das ist eine ganz andere Lebenswirklichkeit und deswegen glaube ich, müsste eigentlich ein Aufstand entstehen in der Industrie und sagen, Leute, was habt ihr eigentlich geraucht? Ich meine, das Cannabis-Verbot ist aufgehoben worden, aber das ist ja wirklich so eklatant. Und das muss man, glaube ich, sehen. Die nehmen in Kauf, dass dabei Arbeitsplätze auf der Strecke bleiben. Und deswegen frage ich, wo ist die IG Metall? Wo ist die IG BCE, die Chemiegewerkschaft? Wo sind diejenigen, die die Arbeiterinteressen, Arbeitnehmerinteressen vertreten? Und die Sozialdemokratie in der Bundesregierung müsste sowas auf den Putz hauen und müsste den Habeck zur Ordnung rufen. Das ist für mich ein Punkt, wo ich sagen würde, du hast in diesem Kabinett nichts zu suchen. Wir haben es schlimm genug in der Industrie. Ich bin ja bei einem Kupferunternehmen im Aufsichtsrat und wir haben festzustellen, dass die Strompreise gegenüber China und
USA schon hier 3-mal so hoch sind, ja? Und Kupfer hat einen Preis, egal ob du das in China oder in Amerika oder in Deutschland produzierst. Und in der Situation noch einmal, um den heiligen Gral der 100% Versorgung durch Erneuerbare zu retten, das steckt ja dahinter, Ja. ja? Stellt man sogar die Existenz der Industrie in Frage. Jetzt ist es ja so, dass wir eigentlich jeden Tag neue Nachrichten von Stellenabbauten hier auch bei Apollo News melden, insbesondere im Zulieferbereich der Automobilindustrie, aber auch in anderen Industriesegmenten, die man so eigentlich als das Herz unseres Wohlstands bezeichnen würde. Also was ich mich frage, ist dieses Papier, gut, das ist jetzt erstmal irgendwie da, das ist eine Zukunftsperspektive. Wann, wie, wo das genau alles umgesetzt wird, ist ja die eine Frage, aber ich meine Unternehmen, Großunternehmen, die jetzt in Deutschland investieren wollen und dann so etwas lesen, dass hier also der vollständige Umbau der Energieversorgung stattfindet, wo gerade in solchen Industriebereichen natürlich der Strompreis irgendwie alles entscheidend ist. Also was passiert da sozusagen schon hinter den Kulissen in der Industrie? Weil ich meine, da ist ja eigentlich überhaupt keine Planungssicherheit mehr da, oder? Ja, die Hoffnung der Industrie ist eigentlich, dass sich das überholt, ne? Also, die Hoffnung ist, dass vorher gibt es noch mal 'ne Bundestagswahl und dass dann die Grünen und auch die Roten, die sich dem ja nicht entgegenstellen, abgewählt werden. Und deswegen kämpfen sie jetzt nicht mit heißer Flamme, aber das ist schon, ich verstehe auch unsere Medien nicht. Ich verstehe nicht, meine, dass darüber nicht die FAZ und die Süddeutsche und wer auch immer, die Rundfunkmedien nicht erschrocken sind, wie weit es getrieben wird, sozusagen. Erinnert irgendwie so ein bisschen an die Grünen quer, ja? Also, als ob wir sozusagen 'n Morgentauplan hier verordnet bekommen. Und um noch mal ganz deutlich zu machen, weil das wird ja immer so getan, na ja, das ist 'ne alte Industrie, ja, die Herstellung von Stahl, die Herstellung von Automobilen, die Herstellung von Chemikalien. Aber auch die neue Industrie, die ja offenbar diesen Strategen vorschwebt, ja, eine KI geführte Datenbanken und Rechenzentren, die brauchen genau diese 24 Stunden, 7 Stunden lang den gleichen Strom, ja? Ja. Und das kommt ja noch hinzu. Sie müssen mal sich vorstellen, in Amerika sagt man, in den nächsten 5 Jahren wird alleine durch die Datenzentren der Strombedarf um 30% ansteigen, Ja, ja? Microsoft baut doch jetzt eigene Atomkraftwerke oder will es jedenfalls prüfen. Und das heißt, auch sie werden nicht einen der, sage ich mal, der Zukunftsindustrie nach Deutschland bekommen, wenn sie dem sagen: „Ja, tut mir leid, also die Daten sind futsch, ja. Es war kein Wind.“ Das ist doch archaisch, das ist doch Mittelalter. Hm. Und deswegen bedarf es hier eines Aufschreis und es ist so symptomatisch, dass dieses sozusagen klammheimlich passiert, nicht vor dem Deutschen Bundestag, und wahrscheinlich würde das der Bundestag auch ja sogar durchlaufen. Aber meine Hoffnung ist eben, das zeigt auch schon die Verzweiflung, ja, dieses Ziel 100% mit Sonne und Wind zu versorgen, ein Industriestaat wie Deutschland, Industrieland, funktioniert nicht. Und jetzt haben sie auch gemerkt, dass der Wasserstoff, das war ja immer die Idee, wenn zu viel da ist, dann machen wir Wasserstoff und wenn kein Wind und Sonne ist, dann nehmen wir den Wasserstoff. Wir haben im Newsletter vorgerechnet, ja, der Strom aus dem Wasserstoff, der wird 5-mal so teuer, ja? Das funktioniert eben auch nicht. Also, es ist erstens unbezahlbar, zweitens technisch gar nicht machbar und es ist nur erreichbar, wenn Deutschland deindustrialisiert. Und ich muss einfach mit aller Härte hier sagen, das nehmen die Grünen nicht nur billigend in Kauf, nein, sie streben es an. Na, es ist ja schon die Frage, wie es so weit kommen kann. Also, Sie haben es ja auch vorhin schon angesprochen, das geschieht alles abseits der Parlamente. Wird jetzt hier eigentlich so eine Systemfrage gestellt? Kann man ja drüber reden in Berlin-Kreuzberg? Ich meine, es gibt jetzt, ich weiß nicht, so Leuna oder so Chemiestandorte. Wenn das da passiert,
Das ist ja schon wirklich eine existenzielle Frage. Olaf Scholz stellt sich hin, verspricht der Industrie ja weiterhin einen Industriestrompreis von 4 Cent die Kilowattstunde. Also es geht Ja. irgendwie alles aufeinander. Hinten rumlaufen dann diese Papiere, in denen das ist ja irre, eigentlich skurriles Dokument einer absurden Bürokratie. Auf Seite 11 wird dann ganz nebenbei gesagt, die gesamte Volkswirtschaft wird umgekrempelt und so. Also wie ist denn so etwas möglich? Und Sie haben es ja auch schon vorhin angesprochen, wieso gibt es denn da keinen systematischen Widerstand? Insbesondere natürlich auch aus der Industrie selbst, aus den Gewerkschaftsvertretern. Also man hört ja doch sehr wenig dazu. Ja, also ich finde, erschreckend ist doch eigentlich, wie wenig die CDU jetzt auf den Putz haut. Ich meine, die CDU müsste das doch als willkommenes Wahlkampfthema haben und sagen, hier versucht jemand an der Grundfeste des Wohlstands in Deutschland zu rütteln. Mit uns nicht, aber das ist ja eben das Thema, nicht? Die CDU hält sich ja immer noch den Weg mit den Grünen sozusagen als Option offen und deswegen halten sie auch hier bislang still und die Klappe. Und dass die SPD da mitmacht, das ist sowieso das Trauerspiel. Ähm, Man muss sich das mal vorstellen, in dem Papier heißt es, es gibt systemdienliche Industrie und nicht systemdienliche Industrie. Hm. Systemdienlich sind die, die sozusagen wie die Grünen so ein bisschen Eier Popeye dann produzieren, wenn der Wind kommt. Und die anderen, die sind systemfeindlich. Sie passen nicht in die Zukunft von Bullabü. Ja? Und ich bin ziemlich sicher, wenn wir das ein bisschen verbreiten, und deswegen bin ich so dankbar, dass Sie das aufgegriffen haben, das ist so daneben, das ist so kaputt, das ist so krank, dass jeder, der das hört, sagt: „Sag mal, haben die noch alle Tassen im Schrank?“ Und das wird am Ende, das muss uns gelingen, wieder auch uns zu erinnern, wo die Quellen unseres Wohlstands sind und dass wir nicht an denen rumzündeln dürfen, sondern nur wegen einer vermeintlichen Weltrettung, denn das steckt ja dahinter. Wir machen alles erneuerbar und dann retten wir die Welt. Wenn wir die Welt retten, ja, dann gibt's 'n paar äh, äh, Arbeitsplatzverluste, ja, aber das ist dann leider so. Dem müssen wir entgegengehen. Kann man das denn irgendwie quantifizieren? Man spricht ja immer so ein bisschen vom Geschäftsmodell Deutschland, also diese Veredelung unter hohem Energieeinsatz und so weiter. Kann man das quantifizieren, wenn es jetzt tatsächlich so käme, dass wir diese Flexibilisierung der Nachfrage der Industrie hätten, also dass Industrieproduktion gezwungen wäre, tatsächlich ihre Produktion permanent dem Lauf von Sonne und Wind anzupassen? Ja, das Wie viele zahlen Arbeitsplätze sind davon Sie ja nicht betroffen? mal Also wie kann man das das? zahlen Sie ja nicht mal 'n Monat durch. Also, am Ende heißt das Verlagerung, nicht? Also, Verlagerung von 2 Millionen industriellen Arbeitsplätzen. Und wenn man's dann hochrechnet, nicht, sagt er, 25% des Bruttosozialproduktes hängt von der deutschen Industrie ab. Dann heißt es also am Ende auch das Steueraufkommen und damit das Sozialprodukt wird massiv beeinträchtigt. Meine 25 Milliarden weniger, 25% weniger BIP, dann hast du ein anderes Land. Ja, das darf nicht passieren. Ich finde es schlimm genug, dass man darüber noch überhaupt diskutieren muss. Und deswegen, das ist sozusagen das Modell, wie soll ich sagen, ja, Albanien oder der, der Rückschritt Deutschland in ein Entwicklungsland. Ja? Alles das, was unsere Väter, unsere Großväter erarbeitet haben an Wohlstand, stellen wir innerhalb einer Legislaturperiode äh, auf den, nicht nur auf den Prüfstand, sondern schütten es in den Abfalleimer.